Mesut Özil, einer der populärsten Fußballer, den Deutschland hervorgebracht hat, und trotzdem steht er immer wieder in der Kritik, auch wegen seiner Körpersprache. In einem Interview hat er kürzlich erwähnt, ich werde meine Körpersprache nicht mehr verändern. Die Frage ist, sollte er das? Kurz gesagt, nein. Denn der Großteil unserer Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Und wenn wir Mesut Özil anschauen, erkennen wir, seine typische Mimik, seine typische Körpersprache machen auch seine Persönlichkeit aus. Allerdings, und das gilt ja für uns alle, wir müssen immer mit den Auswirkungen unserer Körpersprache leben können. Und Mesut Özil zeigt sehr wenig Mimik und die mimischen Bewegungen, die er zeigt, sind im Umfang sehr klein und auch sehr selten zu sehen. Und damit vermittelt er nicht diese Euphorie, diesen Einsatzwillen, auch dieses Ärgernis oder diese Freude, die wir manchmal von ihm so gern sehen würden. Und die Auswirkung ist, er wird manchmal kritischer betrachtet und es wird ihm manchmal so das Feuer oder der letzte Wille wird ihm manchmal abgesprochen. Ich glaube nicht, dass der ihn nicht wirklich hat. Ich glaube einfach, er vermittelt ihn zu wenig. Zwei Faktoren dazu. Das erste sind die Augenbrauen. Da sehen wir im ersten Moment, ob sich jemand freut, ob er bereit ist, etwas zu machen oder eben nicht. Bei Mesut Özil tut sich hier oben relativ wenig. Der zweite Bereich ist der Mundbereich. Mesut Özil hat einen sehr schmalen Mund und er bewegt sich auch noch sehr wenig. Das heißt, wenn er sich ärgert, wenn er sich freut, wenn er fest umarmt wird, wenn er ein Tor geschossen hat, die Mimik bleibt relativ unbewegt. Für uns alle gilt also, wenn wir auf die anderen euphorisch, dynamisch, einsatzfreudig wirken wollen, wenn wir ihnen zeigen wollen, in uns brennt ein Feuer, dann muss es außen ersichtlich sein. Macht den Mund auf, hebt eure Augenbrauen. Ansonsten werdet ihr oft so beurteilt, wie ihr im Inneren eigentlich gar nicht seid.